Und wir wollen noch einmal reinhören, wie Kamala Harris sich zu diesem hochsensiblen und hochwichtigen Thema in den Vereinigten Staaten geäußert hat. Meine lieben Freunde, ich glaube, dass Amerika nur wahrhaft wohlhabend sein kann, wenn Amerikaner wirklich dazu in der Lage sind, ihre eigenen Entscheidungen über ihr eigenes Leben zu treffen, besonders im Hinblick auf das eigene Herz und das Zuhause. Aber heute Abend ist es so, dass viele Frauen in Amerika dazu nicht in der Lage sind. Es gab Pärchen, die ihre künstliche Befruchtungstherapien abbrechen mussten, Kinder, die sexuelle Gewalt überlebt haben und die jetzt potenziell dazu gezwungen werden, eine Schwangerschaft bei einer Vergewaltigung austragen zu müssen aufgrund der Grundlage der Gesetze. Und das ist in unserem Land passiert aufgrund von Donald Trump. Also sie spricht natürlich damit die Abtreibungsdebatte an und auch die Entscheidung des Supreme Court, also des höchsten amerikanischen Gerichtes, was ja die Einschränkungen vorgesehen hat oder aufgehoben hat, Eric. Und da stellt man sich natürlich auch ganz klar die Frage, also der Einfluss von Trump auf die höchsten Richter ist gewachsen in seiner Amtszeit. Er hat es tatsächlich geschafft, dass er 3 Richter ersetzt hat mit konservativen Richtern. Und das zeigt sich jetzt auch, oder dass dieser berühmte Akt aus den 70er Jahren zur Abtreibung, der damals freigegeben worden ist, dass der im Prinzip versucht wird, wieder zu kassieren. Ja, auf jeden Fall. Du hast es gut beschrieben. Es war ein 5:4 Supreme Court, aber dann auf einmal war es 6:3, weil Trump hat es geschafft, 3 konservative Richter da reinzukriegen. Und die haben dann das gemacht, was niemand für möglich gehalten haben, sondern diese Supreme Court Decision gekippt. Und jetzt können die Bundesstaaten entscheiden, ob eine Frau Abtreibung haben kann oder nicht. Und 20 konservative Bundesstaaten haben schon das verboten. Und das ist für viele Amerikaner, viele Amerikanerinnen ein Albtraum. Und das war in 2022 ein ganz wichtiges Verlierthema für die Republikaner. Deswegen ist Biden so gut abgeschnitten vor 2 Jahren. Und Kamala Harris wird das Thema auf jeden Fall stark vorantreiben. Sie macht das viel besser übrigens als Biden. Biden als Katholik hat sich ein bisschen gescheut, das Wort Abtreibung zu erwähnen. Ja, Kamala Harris hat kein Problem damit und sie macht aus Abtreibung ein großes Thema. Und Trump weiß, dass es ein schwieriges Thema für ihn ist. Deswegen, Kamala Harris wird auf jeden Fall immer wieder auf Abtreibung betonen. Das ist ganz anders in Deutschland. Das ist ein sehr emotionales Thema. Es gibt Wähler in den USA, ich habe mit welchen gesprochen, die haben nur ein Thema im Kopf, Abtreibung. Und die wollen Abtreibung verbieten oder schützen. Und deswegen, das Land ist sehr stark polarisiert auf das Thema Abtreibung. Es war ja sehr interessant, weil bisher noch gar nicht so richtig klar ist, wofür Kamala Harris eigentlich steht. Und deshalb wurde diese Rede natürlich auch mit Spannung erwartet, was sie auch zum Thema illegale Migration zu sagen hat. Ein hochsensibles Thema auch in den Vereinigten Staaten. Und Harris ist in diesem Punkt